da steht er, der neue Defender. Ja, irgendwann war ja klar, dass auch wir darüber jetzt mal einen Film machen werden. Der neue Defender steht hier in Fulda bei der Firma Sorg. Und hier ist der Benjamin. Grüß dich, Benjamin. Hallo, grüß dich. Ja, es gab ja mal eine Hiobsbotschaft, der Defender wird eingestellt. Da hast du dich ja, ich meine, klar, es war eins klar, das Auto ist in die Jahre gekommen. Auch die Luxuswünsche vieler Menschen hat es nicht mehr erfüllt. Es war sehr eng, muss man dazu sagen. Also es hat natürlich auch dem, was das G-Modell und alles hatte, so die Enge und so weiter, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber es hatte viele Fans. Ja, auf jeden Fall. Also das Fahrzeug ist ja von 1948 bis 2016 produziert worden und ausgeliefert worden. Wir hatten natürlich auch Angst, wie sowas aussehen kann, so ein neues Fahrzeug. Hat auch immerhin jetzt 4 Jahre gedauert. Und jetzt, in Anfang 2020, steht er endlich hier, der neue Land Rover Defender. Ja, es ist ein absoluter Hingucker. Das heißt, die Menschen, die damit unterwegs sind, das ist so ein kleines bisschen wie so ein VW T6. Der hat nicht so die Luxusallüren. Klar, der sieht jetzt natürlich unglaublich toll aus. Aber es ist eher so ein Nutzfahrzeug. Man erntet fast Bewunderung, oder, mit so einem Auto? Ja, ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Es ist das typische Land Rover-Gefühl in diesem Fahrzeug wieder da. Ja, man muss es wirklich lieben. So, das Thema ist natürlich Komfort. Hier was ganz anderes wie in dem anderen Land Rover. Der war aus Alu, ist auch aus Alu? Ja, ist auch aus Aluminium. Gut, zum Komfort her ist es auf jeden Fall eine Nummer komfortabler wie beim Vorgänger geworden. So, die Nieten, die habt ihr weggeflext und dann anschließend verspachtelt, oder? Ja, so ungefähr. Also Nieten haben wir keine mehr. Das ist jetzt komplett alles glattes Alu. Trotzdem hat er natürlich noch sehr, sehr viele Charakteristikmerkmale vom Defender. Das war Spaß. Also ich wollte nur mal zeigen, hier die Rückleuchten, das könnte noch Defender sein, oder, von der Optik? Das ist absolut Defender. Und wenn man es von hinten auch sieht, auch die breiten Schultern und das Ersatzrad an dem Heck ist natürlich absolut typisch Defender. Krass, ich stehe mal so ein kleines bisschen ehrfürchtig davor, ja. Als du das Fahrzeug gesehen hast, das erste Mal in der Produktvorstellung, gut, jetzt ist ja in diesem Jahr, ich sag mal, ist ja vieles wahrscheinlich online abgelaufen, die Schulung? Ja, wobei wir waren bei dem Fahrzeug Ende Februar, ist er in England in Eastnor Castle vorgestellt worden und wir waren 3 Tage On- und Offroad unterwegs mit dem Fahrzeug und wir waren alle total begeistert. Ist nach wie vor ein Defender. Ja, es gibt Originalzubehör, was wirklich innovativ ist, ganz neu. Zum Beispiel hier ein ganz kleiner Seitenkoffer. Ja, wir sehen jetzt hier bei dem Fahrzeug das Explore-Paket. Das bedeutet, wir haben einmal hier die seitliche Box, die wasserdicht ist, wo wir 24 Liter Gepäck, Zubehör, was weiß ich auch immer reinbekommen. Dann den Original Experience Dachträger mit einer Belastung bis zu 150 Kilo statisch. 150 Kilo? 150 Kilo. Passen wir zusammen drauf. Ja, das heißt, hier könnte ich jetzt ein Dachzelt drauf machen? Ja. Das ist wahrscheinlich auch so, ich sag mal so Alucap, unsere Freunde, ich weiß nicht, ob es hier entsprechend schon eine Anpassung gibt für Alucap? Ja, es soll was kommen. Also im Moment jetzt noch nicht, aber da wird was kommen. Südafrika, die Heimat der Defender, hätte ich fast gesagt. Ja, da ist ja viel unterwegs. Ja, was sagen denn so die eingefleischten Fans zu den Fahrleistungen? Ja, am Anfang waren sie alle ein bisschen skeptisch, aber trotzdem von der Optik sind ja einige Punkte von außen, dass er nach wie vor wie ein Defender ausschaut. Und vom Fahren her sind die ganzen Interessenten natürlich sehr begeistert, weil das nicht mehr das ganz so rustikale ist wie beim Vorgänger, sondern wir haben jetzt wirklich auch ein komfortables Fahren und im Gelände ist es unschlagbar. Ja, das Thema Winkel ist ja immer ein großes Thema. Hier sieht man, das Fahrzeug ist vorne ganz kurz. Ja, wir haben vorne kurze Überhänge. Den Unterbodenschutz wird natürlich durch die Bodenfreiheit, durch die sehr hohe, kann man da perfekt im Gelände unterwegs sein. Fahrzeug ist serienmäßig, der 110er mit Luftfederung ausgestattet vorne und hinten. Der hat Luftfeder? Luftfederung vorne und hinten, ja. Das ist natürlich toll. Das ist Komfort pur, bedeutet aber auch eine Fahrstabilität. Das gerade jetzt im schnelleren Bereich ist die Luftfeder unschlagbar. Du bist das Fahrzeug selbst gefahren, was ist dein Eindruck? Wir sind das Fahrzeug alle selber gefahren, also Onroad, er fährt sich wie ein Discovery 4 und Offroad ist er natürlich noch eine Nummer besser. So, auch hier hinten sieht man die Rampenwinkel, das ist schön. Wenn ich den jetzt nochmal schützen möchte, zusätzlich nochmal und Schutz drunter, das Fahrwerk ist wahrscheinlich unten, der Rahmen, der ist aus Stahl? Ja, das ist ein Stahlrahmen. Um noch zusätzlich Schutz zu bieten, können wir natürlich mit Unterbodenschutz vorne wie auch in der Mitte noch arbeiten. Ich zeig's mal gerade, die Nieten sind zwar nicht mehr da, aber ich habe was Schönes gefunden hier drunter. Ja, cool.
Hier sind nämlich noch solche Anleihen so ein kleines bisschen dran, oder? Ja, hier ist natürlich nochmal ein ganz interessanter Aspekt mit den Torx-Schrauben hier innen drin, wo die Türverkleidung befestigt ist. Das soll auch nochmal ein kleines bisschen das Rustikale darstellen. Auch das Lenkrad, gut, es sieht so ein bisschen aus wie aus dem Space Invader Film. Das ist irgendwie, aber ich sag mal, die Leute gewöhnen sich schnell dran. Ja, auf jeden Fall. Also 4 Speichen Lenkrad mit dem großen Defender-Schriftzug in der Mitte. Also das kommt auch ganz gut an. Ja, früher sind die Leute, haben sich so ein Auto gekauft, sind ja gar nicht damit gefahren, nur zum Brötchen holen. Die Leute, die es leisten konnten, so haben sich das Auto dann, ich sag mal, in die Sammlung gestellt, es ab und zu mal bewegt, vielleicht auch mal in den Wald gefahren und so. Es gibt ja viele Fans, die sich das als Kultobjekt mal zugelegt haben. Mit dem Auto hier kann ich im Alltag fahren. Das ist absolut ein Alltagsfahrzeug von der Motorisierung her mit den Diesel- und Benzinmotoren, die wir hier anbieten. Und auch vom Komfort her ist es ein richtiger Alleskönner. So, vorne Lichtanlage, wir gucken mal kurz rein. LED? LED, ja. Full. Full LED. LED, weil der Scheinwerfer selber sieht ja fast so aus, als wäre noch Halogen drin. Nein, aber da sind auch die Anleihen so ein bisschen, ich glaube, das steht ihm auch gut, oder? Ja, durch die LED-Signatur, den Bogen, den man hier sieht, das kommt natürlich im Dunkeln sehr, sehr schön. Das Riffelblech so ein bisschen angedeutet oder ist das echt hier? Das ist aus Plastik, ein bisschen angedeutet, aber Plastik. Ist Plastik. Kunststoff. Kunststoff, aber es hält uns aus. So, die 110, die ist da drauf. Ich kann den wahrscheinlich mit Zubehör ausstatten, noch und nöcher. Das heißt, es gibt wahrscheinlich dort Möglichkeiten, Seilwinden und Co. Seilwinden, dann serienmäßig die 4 Zubehörpakete, die man direkt aus dem Konfigurator wählen kann. Das Explore-Paket, das Urban-Paket, Country-Paket. Also den Wünschen keinen Grenzen gesetzt. Der fängt wo an vom Preis? Der 110er fängt bei 54.000 Euro an. Nochmal, 54? 54. Und der 90er bei 49. Das ist Kampf. Ja. Oder? Ja, schon. Ich hätte jetzt gedacht, der ist so, jetzt ohne Witz, der fängt so an, so 70, 80, 90. Ne, das ist der Basispreis von der Basisausstattung. Ich meine, man kann ihn natürlich auch ordentlich ausstatten, dass man irgendwo bei der First Edition bei einem Grundpreis liegt von knappen 80. Aber man kriegt ihn wirklich gut hin. Man hat den alten Defendern, gerade die Benzinversion, die haben schon gesoffen. Das ist hier nicht mehr so, oder? Ja, hier ist als Benzinmotor haben wir 2 Benzinvarianten. Einmal P300, das ist ein 4-Zylinder-Benziner mit 300 PS. Oder dann den P400, das ist ein 6-Zylinder mit 400 PS. Der nimmt natürlich schon mal ein kleines bisschen mehr. Aber wer viel arbeitet, der darf auch viel Durst haben. So, das hier ist ein Diesel? Das hier ist jetzt ein Diesel, ja. Ja, genau, wir schauen uns mal kurz die Verbrauchswerte an. Das sind ja mal schöne Felgen. Wenn du dich mal gerade daneben stellst, mal so als Größenvergleich, sonst wird es nicht so richtig klar, denn die gehen dir fast, ja, krass, die sind riesig. Größe von den Felgen? Ja, guck mal kurz. Das ist jetzt hier die 20 Zoll. Ja, steht im Auto gut, oder? Ja, mit der MTR-Bereifung ist das natürlich auch Defender typisch. Ja, das könnte man noch ein bisschen grober haben wollen, oder? Wenn man will. Ja, kann man natürlich noch im Zubehör dann noch einen gröberen Reifen bestellen. Die guten BF Goodrich. BF Goodrich, All-Terrain oder Matt-Terrain. Ja, cool. Also wir gehen gleich mal rein. Ich zeige mal kurz die Daten von dem Fahrzeug, wie er hier steht, weil viele sagen, naja, 49, mal gucken, was der kostet. Der kostet, also wie er hier steht, 72.494 Euro. Da sind jetzt 16% Umsatzsteuer drin. Das gibt es ja nur noch hier in diesem Dezember. Der Land Rover Defender 110 D200. Guck mal gerade auf die Leistung, 200 PS. Entsprechend das Drehmoment ist hoch? Ja, das Drehmoment ist mit knapp 500 Newtonmeter, ist das sehr, sehr gut. 500? Ja. Gut, dazu kommt wahrscheinlich noch die Automatik, die mir auch noch hilft, das Ganze umzusetzen. Eine Wandlerautomatik hier drin? 8 Stufen Wandlerautomatik, ja. Okay, das heißt super auch für einen Anhängerbetrieb, wenn ich mal schwere Lasten ziehe und so. Ja, was habt ihr denn hier für einen Einsatz? Sind das so, ich sag mal, Zahnärzte, die damit rumfahren? Oder ist das vom Menschen, der in den Wald fährt? Forstbetriebe, Polizei, habe ich gehört. Habt ihr eine Anfrage? Ja, also das Fahrzeug, der Einsatzspektrum ist natürlich riesengroß. Also wir haben hier Landwirte, Jäger, Förster, Pferdebesitzer. Also wirklich, die trauen sich in so ein futuristisches Auto rein. Ja, das Fahrzeug wird bei denen auch richtig genutzt. Das, was er kann, gibt er da wirklich her. Und dann haben wir natürlich auch die Zahnärzte, das als Lifestyle-Fahrzeug benutzt wird.
Das war jetzt Spaß. Also nichts gegen Zahnärzte. Ich meine, das hat man ja immer so ein kleines bisschen nachgesagt. Also ich sag mal, Unternehmer, die so ein klein wenig besser verdienen. Man darf sich aber hier getrost auch mit auf die Straße trauen. Ich zeige mal gerade die CO2-Effizienz. Wir reden hier von 7,8 Liter. Das ist bei der Masse von dem Fahrzeug 2,3 Tonnen sind wir hier unterwegs. Und eine CO2-Effizienz von C. Da kommt wahrscheinlich auch noch mehr, demnächst Hybrid nehme ich an, irgendwann. Das Fahrzeug ist jetzt schon als Hybrid, als P400e lieferbar, mit einem 4-Zylinder-Benziner, unterstützt mit einem Elektromotor, sodass wir auf 400 PS kommen. Okay. Hat eine Reichweite von bis zu 60 Kilometer und ist dann in der Basisversion auch förderbar. Ach, 0,5 auch. 0,5% Versteuerung plus die 3.750 BAFA-Zuschuss und 1.875 Innovationsprämie von Land Rover. Echt? Das heißt, vielen geht es ja um die 0,5, also bei der Versteuerung. Das kommt gut an, die 0,5? Das kommt im Moment sehr gut an. Also Hybrid ist eigentlich fast das meistgefragteste Fahrzeug, was wir im Moment da haben. Preis ungefähr von dem Auto? Pi mal Daumen? So um die 75. Um die 75, so. Ja, ich bin ganz beeindruckt. Wir gehen gleich mal rein. Das Zweifarbige mit dem Grau und dem Schwarz, das steht ihm auch gut. Ganz zurückhaltend, gell? Ja, wir kriegen das in 2 verschiedenen Farben. Einmal in dem Weiß und einmal in Grau. Dass man auch den Bügel da ein bisschen erkennen kann, das einfach ein bisschen Robustheit darstellen soll. Ja, falls die Leute Angst kriegen, hier vorne, das sieht schon so aus wie bei Star Wars, ich habe es eben schon gesagt. So, das ist alles ganz futuristisch, aber ich meine, wenn man solche Fahrzeuge sieht am Anfang, das sieht dann immer so aus, wenn die dann erstmal in den Gebrauch reinkommen. Ihr habt die ersten dann wahrscheinlich mit Mattspuren schon gehabt oder sagen wir so ein Pferdeliebhaber, der guckt da ja auch nicht so genau drauf. Das tut hier schon ein bisschen weh, aber es geht, oder? Ja, das Material ist alles sehr, sehr robust, von den Stoffsitzen angefangen, natürlich auch über Ledersitze. Und den auswaschbaren Boden. Hier haben wir jetzt zwar eine Stofffußmatte oben drüber. Der ist auswaschbar? Ja, wenn wir das wegmachen und klappen die nach oben, dann können wir wirklich mit einem Schlauch und mit einem Schwamm das Fahrzeug dementsprechend auswaschen. Also das ist wirklich kein Spiel, weil es sieht so im Prinzip aus wie so ein Mogel-SUV. Nee, ist nicht. Das ist ein richtiger SUV. Okay. Krass, gefällt mir. Ja, sehr schön. Auch hier die Mittelkonsole, der ist relativ breit. Ich habe unglaublich viel Platz im Vergleich zum Vorgänger. Ne? Es hat einfach die breite Mittelkonsole, was so ein bisschen das Gefühl auch darstellt, dass das Fahrzeug um einen herum gebaut ist. Trotzdem hat man dementsprechend noch Platz nach der Seite. Anhängelast, das ist ja so ein ganz großes Thema für viele. Was immer schwieriger wird, CO2 und Co. Wie sieht es hier aus? Gut, Anhängelast haben wir 3.500 Kilogramm. Und 3,5 Tonnen? Ja, und das macht er natürlich spielend. Also bei meinem VW-Bus. Ja, wir könnten hier auch 5 Tonnen dranhängen, der würde das auch schaffen, aber 3,5. Theoretisch ist zugelassen. Ja gut, ich brauche dazu natürlich auch ein Mindestgewicht, das heißt der Anhängebetrieb, der verlangt auch vom Zugfahrzeug eine gewisse Eigenschaft, aber auch die Motorleistungen spielen unglaublich viele Parameter mit rein, aber erstmal ein Fahrzeug zu finden mit 3,5 Tonnen ist gar nicht mehr so einfach. Ja, also hier ist natürlich, dass wir die Luftfederung, einmal die Motorleistung, Getriebe, den Allrad in Verbindung mit der Luftfederung, dass das auch für die Anhängerlast einfach perfekt ist. Wir versuchen das Fahrzeug durch diese Luftfederung, hält er das auch immer in einer Ebene. Okay, das heißt, das Thema auch vorne Einstellen von Licht und Co., das entfällt durch die Luftfederung, das hat immer das gleiche Niveau? Ja, durch die LED-Scheinwerfer wird das alles automatisch angepasst. Krass. Also ich habe es noch nicht ganz verstanden. Der für 49 kommt mit Luftfeder? Für 49 ist der 90er, der hat keine Luftfederung, aber dann für 54 die Basisversion beim 110er hat dann die Luftfederung mit drin. Was ist da dabei bei der Basis beim 110er? Gut, wir haben dann Stoffsitze drin, Automatikgetriebe, das ist alles schon mit drin. Luft mit drin. So, natürlich auch die Fensterheber, Klimaanlage, das drin. Das haben wir alles schon. Ich frag mal so, nicht das Radio mit drin. Da hinten jetzt eine Kurbel drin ist. Ja, das wollten ja die Kunden früher, die haben ja gesagt, beim Defender muss man die Fenster runter kurbeln. Das ist mittlerweile auch Geschichte. So, das heißt, die Parksensoren sind mit drin. Eine Kamera habe ich oben gesehen. Rückfahrkamera haben wir oben auf dem Dach. Das ist natürlich an der richtigen Stelle ist. Ja, das ist natürlich von Vorteil. Da kommt so gut wie kein Schmutz da oben hin. Nur beim richtigen extremen Geländeeinsatz. Ja, und dann natürlich, es würde gar keinen Sinn machen, die hier vorne hin zu machen. Da ist ja das Rad. Das heißt, man wird nur noch das Rad sehen. Ja. So, auch das Thema Ankuppeln ist natürlich ein Thema. Die meisten bestellen die dann mit Kupplung, oder? Ja, es wird auf jeden Fall jeder Defender fast mit Anhängerkupplung gestellt. Entweder mit einer elektrisch ausfahrbaren, so wie wir sie hier haben. Mach mal bitte. Oder mit einer abnehmbaren. Das ist ja spannend. Ach, die Tür ist auch süß. Die ist. Dafür. Warte, ich muss erst mal reinhalten. Das ist ja wie Weihnachten hier. Ist schon so. 7 Sitzer ausgestattet hier. Das können wir ja gleich noch mal schauen, wie das funktioniert. Das ist ja krass. Sieht schön aus, oder? Ja, durch den
Plastikboden, natürlich auch sehr robust. Auch das eigentlich fast auswaschbar. Boah, du machst mir das Leben echt schwer, wenn ich ihn hier sehe. Der hat 7-Sitzer. Das heißt auch so natürlich top integriert. Ist mir klar, dass die 4 Jahre brauchten für die Entwicklung. Weil wenn man das Ganze hier sieht, wie das gemacht ist, auch hinten so das Heck zum Aufmachen. Also die Leute suchen ja händeringend nach kleinen Fahrzeugen, die bezahlbar sind für den Forstbetrieb. Jimny ist ja quasi nicht mehr zu kriegen im Moment. Ja, also die Nachfrage muss doch hoch sein bei euch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also auch die Nachfrage nach dem 90er, der jetzt ab März ausgeliefert wird, ist natürlich schon riesengroß. Der ist entsprechend kleiner, 90er? Ja, die 90 entspricht die Zollangabe vom Radstand. Ah, das sind 2,54, also rund Radstand von 2,20 Meter. Ja. Ja, ich bin ganz beeindruckt. Ja, was wollten wir eigentlich jetzt machen? Wir wollten Anhängerkupplung. Zeig mal. Dann machen wir die mal auf. Vorführeffekt. Schlüssel. Ja, wir reden schon so lange, dass wahrscheinlich die Elektrik abgeschaltet hat. Da kommt sie. Nee. Kommt sie rausgefahren? Ja, bestimmt gleich. Elektrosatz sitzt neben auf der Seite mit drauf. Und jetzt braucht man sich überhaupt nicht schmutzig machen und runterlegen, sondern alles perfekt. Also ich kenne das nur so, dass die rausfällt, man muss sie nochmal reinziehen. Das heißt, man macht sich immer natürlich die Hände dreckig. Hier muss ich gar nichts. Gut, jetzt hat man natürlich auch die Handschuhe dabei und so, aber die fährt echt voll elektrisch raus, arretiert unten und der Elektrosatz sieht man, haben wir hier neben schon mit dran, 13-poligen E-Satz. Und wir brauchen nichts mehr rausklappen und uns nicht mehr da unten drunter legen. Fahr nochmal rein. Bitte. Ey, was alles gibt. Das ist aber praktisch. Es gibt aber keine Starre mehr, oder? Nein, es gibt also nur noch die oder dann eine abnehmbare, die unten reingesteckt wird. Aus dem Zubehörhandel kann man auch noch eine feste integrieren lassen. Gibt nochmal wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen mehr Stabilität, aber die Kunden wünschen natürlich die elektrische oder die abnehmbare. Ja, schön ist auch hier. Ja, du hast eben angesprochen, 7 Sitze. Das geht natürlich ins Herz von vielen Familien, die also nicht nur eigene Kinder haben, sondern mal jemanden mitnehmen müssen, vielleicht die Kinder von nebenan. Das geht. Die Fußballmannschaft passt fast rein. Also wir fahren selber als 7-Sitzer zu Hause. Das ist schon echt optimal. Ist aber jetzt nicht für große Personen gedacht, sondern für kleinere, oder? Ja, das ist eher für Kinder hinten gedacht oder als Notsitze für eine kurze Zeit. So, ich verlange nämlich jetzt nicht, dass du da einsteigst. Das heißt, man hat keine Tür hinten, sondern man steigt wie ein. Man steigt vorne durch die Seitentür ein. Sag mal bitte. Ja. Mensch, als du mir eben sagtest, wir stellen ihn mal kurz vor, ich hätte nicht gedacht, dass es so cool ist. Ach, die rutscht automatisch vor. Schiebt mal elektrisch nach vorne und jetzt haben wir hier wirklich den Einstieg. Man muss halt ein kleines bisschen aufpassen, wenn wir dann zurückmachen, wenn jetzt eine erwachsene Person drin sitzt. Wir können auch den Vorteil von der Sitzbank hier hinten, dass wir auch hier 2 Positionen haben. Wir können die also auch so fest platzieren und dadurch haben wir ein bisschen mehr Platz auch hinten drin. Also man könnte wirklich mit 5 Kindern sehr angenehm auch hier fahren. Na gut, ihr könnt aber jetzt auch einen Mann, der vielleicht ein bisschen kleiner ist oder eine Frau, die kann ja auch bequem sitzen. Es muss natürlich gewährleistet sein, dass die Kopfstütze, gut, ist jetzt natürlich nichts für nach Südfrankreich, ja? Ja, soweit denke ich, könnten wir damit nicht fahren, aber die Kopfstütze ist hier schön fest. Wir haben 3-Punkt-Gurt auch hinten und dadurch, dass wir die Sitzreihe jetzt ein Stück nach vorne geschoben haben, haben wir auch hier jetzt einfach ein bisschen Bodenfreiheit. Und ich habe Platz. Ich habe einmal hier das Rad, was mir schon so ein bisschen einen Prallpuffer bietet. Also falls mir einer wirklich mal hinten drauf hat, gut, die meisten fahren ja unten drauf und nicht hinten drauf. Aber ich habe immer noch, ich sag mal 30, 40 Zentimeter. Ich bin nicht ganz hinten. Genau, wir haben durch das Rad einfach noch mal 25 Zentimeter, was wir noch ein bisschen mehr nach hinten den Platz halt auch brauchen. Ja, toll. Das Einklappen, wie geht das? Einfach hier am Haken ziehen an der Schnur. Die Kopfstütze fällt runter und wir Das war's. klappen das wieder zu einer Ebene. Das war's. Wir haben keine Platzeinbußen hier unten. Ob wir jetzt als 5-Sitzer bestellen oder als 7-Sitzer, ist es vom Ladevolumen identisch. So, hier ist auch noch was zum Ziehen. Was kann das? Da haben wir auch noch mal ein kleines Fach. Also Wagenheber. Da ist der Wagenheber drunter und die Abschleppöse, die wir normal nie brauchen. Gut. Ja, wer weiß. Vielleicht muss ich mich ja mit der Seilwinde von jemandem ziehen lassen oder so. Da vorne links, was ist da? Das ist noch ein Getränkehalter.
haben wir hier vorne für die beiden hinteren Sitze. Und die Box da? Da sind Sicherungen verbaut unten drunter. Okay, das heißt also die Board Electric, oder? Ja, hier oben haben wir auch nochmal einen 12-Volt-Anschluss für die Kühlbox oder Die Switch. für Handylader oder für die Switch, genau. Hier vorne habe ich dann nochmal extra eine Lüftung, die ich einstellen kann. Die Lüftungsdüsen für die hintere Sitzreihe in Verbindung mit Klimaanlage. Natürlich ganz wichtig im Sommer. Kinderkrankheiten, ja. Wenn so ein Auto neu rauskommt, haben ja viele Leute Angst. Ich kaufe es nicht. Ist ja heute nicht mehr so, dass man erstmal 2 Generationen abwarten muss. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Früher war das ja an der Tagesordnung, dass die ersten Fahrzeuge Kinderkrankheiten haben. Der Feldtester war der Kunde. Ja, genau. Das gibt's hier, das entfällt eigentlich hier alles. Die Elektronik, die Motoren, das ist alles von Land Rover schon lange im Programm und dementsprechend ausgereift. Lieferzeit, wie ist denn, wenn ich ihn bestelle und er ist nicht an Lager? Lieferzeit haben wir im Moment so zwischen 3 und 4 Monaten. Geht aber, ne? Ja, das passt. Gut. Ja, prima. Wir gehen mal kurz auf die Seite, dass wir das mal sehen. Auch der Zubehörkatalog, das ist natürlich, glaube ich, sinnvoll, wenn man Original-Zubehör haben möchte. Aber es dauert wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen, bis so die ganzen großen Zubehörhersteller, weil ich kann mir vorstellen, der wird so in der Offroad-Szene auch seine Fans finden. Das denke ich auch. Das wird wahrscheinlich noch einen kleinen Moment dauern, bis die jetzt alle nachziehen mit dem Zubehör. Aber schön ist, dass Land Rover einfach verschiedene Zubehörsachen jetzt schon ab Werk anbietet. Beziehungsweise es ist auf der Werksrechnung mit drauf. Das hat den Vorteil, dass es auch mit rabattiert wird. Und angebaut wird es dann bei uns in der Werkstatt. Hier in dem Fall jetzt dieses Explore-Paket mit den Schmutzfängern, mit den klassischen langen Lappen vorne und hinten, mit der Verbreiterung, diesen angedeuteten Radkästen mit den breiteren, mit dem erhöhten Luftansaug auf der rechten Seite. Warte mal, hier vorne. Ach so, der ist auch entsprechend funktionell? Der ist funktionell, genau. Wenn der eingeschlossen wird, saugt das Fahrzeug zusätzlich Luft oben drüber ab. Das ist natürlich, wenn wir in der Wüste unterwegs sind, So ein Filter. mit der Staubentwicklung ziehen wir natürlich oben an und nicht unten aus dem Radkasten. Gut, da muss man wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen warten. Dann werden sich die Zubehörhersteller überschlagen bei dem Fahrzeug. Ja, ich bin ganz baff. Länge? 4,75 Meter ohne Ersatzrad, mit Ersatzrad 5,2 Meter. 5,2 Meter. Das heißt, der passt in der Schweiz sogar auf jeden genormten Parkplatz. Aber es ist schon, sag mal, stellt schon was dar, oder? Ja, ist schon ein sehr wuchtiges Fahrzeug, aber so sollte er ja auch sein, dass einfach die Defender-Charakteristik da ein bisschen rüberkommt. Aber der andere, der sah mir ein bisschen kleiner aus. Wenn du mal so lieb bist, mach mal die Türen zu. Alle am besten. Denn ich habe früher als Kind, habe ich bei den Spielzeugautos immer alle Türen aufgemacht und dann gesagt, der kann jetzt fliegen. Aber er sieht so schon ein bisschen kompakter aus. Also ich habe eben schon Angst bekommen. Ja, das passt ganz gut. Ach, der ist schick. Die Farben hat er gut gewählt, oder? Ja, es gibt eine Unilackierung bei Land Rover, das ist das Weiß. Dann 7 Metallic-Lackierungen, wie wir hier haben in dem Eiger Grey Metallic, und noch 2 Premium-Lackierungen. Wir haben jetzt das klassische Grau gewählt in Verbindung mit den ganzen schwarzen Elementen. Oben das schwarze Dach, die schwarzen Spiegel und auch hier an den Scheinwerfern die schwarzen Umrandungen. Das passt ganz gut zu dem Grau, so ein bisschen als Kontrast. Habt ihr die Möglichkeit, wenn ich das direkt von euch haben möchte, dass das Fahrzeug außen mit einer Folie versehen wird? Geht das? Es gibt von Land Rover serienmäßig die Metallic-Lackierungen, 4 Stück, wo die Farbe als matt gewählt wird. Also ist noch eine matte Folie oben drüber. Das Also die kommt direkt? Die kann man mitbestellen, ja. Okay, das heißt, das ist glänzend und die Folie ist dann matt und die kommt direkt? Die Folie ist matt, natürlich kratzfest, und dann kommt das gleich als matt hier bei uns an. Mensch, wir haben ja mitgedacht. Ja, Okay. Das heißt, die Frage ist ja, so ein Fahrzeug, wenn das jetzt in Betrieb ist und sei es nur im Camping, sage ich jetzt mal, dann kann es ja mal passieren, da ist mal so ein Fahrrad mal dran oder sowas, da will man so eine Folie haben. Ja, man könnte es auch folieren, oder? Theoretisch. man kann es auch folieren, wobei das natürlich immer ein Thema auch mit Gewährleistung ist, wenn das in einer Firma foliert wird, die das nicht so gut machen, dass man feine Risse durch das Messer unten drunter sieht oder dann später hat. Das wäre natürlich nicht so schön. Habt ihr schon gehabt, gell? Solche Fälle? Ja, und das kann dann schon zum Problem werden. Auch kann sehr teuer werden. Speziell bei Leasing-Rückläufern muss der Kunde dann dafür gerade stehen. Und okay, das heißt, die schneiden mit dem Schneidemesser auf den Lack und das sieht man später. Wenn man dann die Folie wieder abzieht, kann es passieren, dass man unten drunter die Risse hat. Mach mal kurz auf vorne bitte. Gucken mal. Ja, bitte. Dass wir da mal reingucken, denn Sperren, der hat Sperren drin? Ja. Serienmäßig mit einer Mittendifferential ausgestattet und Hinterachssperre können wir zusätzlich dazu bestellen.
Und der Allrad ist natürlich permanent, oder? Bei dem Auto. Permanenter Allradantrieb, ja. Komplett sperren geht auch auf Wunsch. Komplett sperren geht, also mit dem Differential und hinten. Ja, letztes Mal haben wir vorne die Blender mal abgeschraubt bei Porsche. Aber man sieht nicht mehr so viel, aber ich bin jetzt schon beeindruckt, es sieht alles ganz ordentlich aus. Ja, ihr tummelt ja euch hier in dem Bereich professionelle Dienste, Bundesgrenzschutz, Polizei, ich sag mal Förster, das ganz große Thema Landwirtschaft ist ein, glaube ich, ganz großes Thema für euch hier. Ja, es gibt natürlich viele Kundengruppen, die wir versuchen, da ganz individuell zu bedienen, mit Zubehör, was man hat, mit Fahrertrainings, die wir anbieten. Da machen wir schon sehr, sehr viel. Der kann viel. Also das heißt, die Fahrradtrainings, die gehen schon fast ans Limit? Ja, wir fahren in Steinbruch, einen hauseigenen Steinbruch, und da werden die Fahrzeuge auf Herz und Nieren richtig getestet. Kann ich das Fahrradtraining vorher machen auf Wunsch, wenn ich mal sage, ich will mal sehen, was der kann? Ja, natürlich. Das machen wir mit unseren Fahrzeugen. Und Preis von dem Fahrrad? 125 €. Oh ja, ist ja geil. Ist eigentlich auch ein tolles Geschenk, oder? Ja, ein Weihnachtsgeschenk. Super, ja. Wir steigen mal kurz ein. Du steigst mal bitte ein, ich mach mal hier auf. Dann, ich filme mal so von, genau, wenn du mal kurz reingehst. Ich filme mal kurz von hier mal rein, dass wir mal sehen, wie viel Innenraum der hat. Ja, die Mittelkonsole, das ist ja total krass, oder? Sehr breit. Es gibt auch verschiedene Varianten hier bei dem Defender, bei dem 110er mit einer Durchstieg. Dann ist die komplette Mittelkonsole weg. Das heißt, man kann von hinten hier nach vorne durchsteigen. Das geht. Wir hätten die Möglichkeit, einen zusätzlichen kleinen Sitz hier zu verbauen. Das wäre möglich bei einem 5-Sitzer. Das heißt, wir hätten dann einen 6-Sitzer. Oder, wie wir es jetzt hier gewählt haben, die große Mittelarmlehne mit der Box, wo wir auch ein Kühlfach drin integrieren können. Mhm. Das heißt, die Kühlung, die kommt dann übers Fahrzeug, oder? Die kommt übers Fahrzeug, ja. Das wird dann hier mit verbaut. Der hat jetzt keine. Das induktive Laden kann man dann hier dementsprechend auch anbieten, hier vorne für Smartphones. Aber cool ist allein die Ablage für die Hand, für den Arm. Das ist vorher undenkbar, wenn ich mir überlege, wie ich mal im Defender drin war. Ich bin ja jetzt ein großer Mann und 1,84. Ich stelle mir vor, wie Leute mit 2 Meter sich früher reingefaltet haben. Das ist hier kein Thema mehr, ne? Das ist hier überhaupt kein Problem mehr. Beim alten saß man natürlich auch ein kleines bisschen links versetzt. Die Pedale waren so ein bisschen unterschiedlich angeordnet. Man saß direkt an der Tür. Und hier hat man wirklich Platz wie in jedem anderen größeren SUV auch. Ja, ein ganz großes Display mit drin, sehr gut zu lesen. Also die Leute werden ja immer anspruchsvoller, wenn also irgendwelche Tablets jetzt schon praktisch Retina-Auflösen können, dann will man das im Auto auch haben. Es gefällt dir gut? Ja, auch hier hat natürlich die Technik, hat sich natürlich hier richtig weiterentwickelt. Das ist das neue PV Pro von Land Rover, das ist ein neues Infotainment-System. Jetzt fängt er an und piepst, machen wir mal zu. Ja, ich kann leider nicht zumachen. Ja, doch, es geht. Aber hier scheint es zu funktionieren. Hier wird alles drüber bedient. Wir haben eine schöne Oberfläche und es soll alles ohne viel Untermenüs zu bedienen sein. Sieht ganz edel aus, auch von der Bedienung her. DAB Plus ist ja Muss mittlerweile. DAB Plus haben wir hier drin, genau. Und auch von der Bedienung her sehr intuitiv. Man macht alles über Touch. Gucken, ob er das jetzt alles macht im Stand. Ansonsten müsste man ihn dann mal laufen lassen. Radio mit dabei. Hier unten gehen wir wieder zurück ins Home-Menü. Der hat natürlich eine SIM-Karte mit drin. Was kann die SIM-Karte außer Notruf? Wir haben 2 SIM-Karten hier verbaut. Eine ist dafür da für den Notruf und eine für die ganzen Internetdienste, die wir hier haben. Sie sehen jetzt schon, wir haben hier 4G im Fahrzeug, um dann die Karten-Updates zu machen oder Navigations-Updates, Software-Updates, wird alles. Software-Updates auch vom Auto? Ja, Software over the air. Sie bekommen hier vorne angezeigt, wann ein Software-Update gemacht werden muss und dann kann man sich das runterladen. Sprachsteuerung? Sprachsteuerung mit drin. Die funktioniert? Ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es passt schon. Passt schon so. Ich kann ja außerdem das Handy auch koppeln. Was toll ist, hier vorne habe ich dann nochmal einen Zigarettenanzünderanschluss. Da kann ich meinen USB-C-Adapter dann anschließen. Ihr habt USB-C schon drin, beides ja, sogar? USB-C genau mit drin. Hier haben wir auch nochmal die normale 12-Volt-Steckdose mit drin. Ja. So, die Geländegängigkeit. Wo sind die Tasten? Die Gizmos? Ja, wichtig ist natürlich die Luftfederung. Die haben wir hier drüber. Senken geht auch? Absenken. Ja. Anheben. Fahren tun wir auf der Straße immer in der mittleren Position. Es hebt sich automatisch an oder senkt sich auch automatisch ab in diese Fahrposition. Wir haben natürlich die niedrige Geländeuntersetzung, die wir hier drüber wählen. Wir haben das Terrain Response System hier verbaut.
Alles. Das Terrain Response System, was kann das? Das stellt, also man stellt den Fahrbahnuntergrund vorher über Tasten hier drüber ein, zum Beispiel Gras, Schotter, Schnee, Schlamm, Sand, diese ganzen Programme werden hier drüber eingestellt. Elektronik dann. Elektronisch, das Getriebe, der Allradantrieb, die Motorleistung, alles wird dementsprechend für diesen Untergrund dann selbsttätig eingestellt. Ja, man kennt das ja von Subaru, ja, die ja wirklich ein ganz tolles System haben, was also auf alle Möglichkeiten eingeht. Kann man sagen, man kommt mit dem Defender überall raus oder fast überall? Ich denke, man kommt überall raus. Wenn man nicht rauskommt, dann lag es meistens an den Reifen. Oder am Fahrer? Oder am Fahrer. Aber mit Okay. unserem Fahrertraining dann auch kein Problem. Genau, am Fahrer. Also fast überall, so kann man es ja sagen, denn ich sag mal, auch hier kann es ja mal passieren am Strand, dass man irgendwie, es ist ganz blöd erwischt und dann ist man drin. Da muss man halt jemanden anrufen, der einen rauszieht. Genau, das dürfte dann auch kein Problem sein. Zielgruppe nochmal, was würdest du sagen? Eigentlich jedermann bei dem Preis. Also wenn man hochfahren möchte, ein tolles Fahrzeug haben will, Wiederverkaufswert, habt ihr natürlich noch keine Erfahrung. Oder sind die gefragt, gebrauchten? Ja, da haben wir natürlich noch überhaupt keine Erfahrung. Wenn wir jetzt mal vom Alten ausgehen, dann erhoffen wir uns einen sehr guten Wiederverkaufswert. Zielgruppe ganz klar, Familien und ja, wirklich jedermann. So, deine Meinung jetzt nach einem Jahr, fast einem Jahr, gelungen? Absolut. Also das, was ich so toll finde, das eigentliche Land Rover-Gefühl, das ist in dem Fahrzeug wieder komplett da. Aber es ist schon so ein bisschen eine Kampfansage auch intern bei euch. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich viele Überschneidungen bei Modellen. Ja, wir haben so ein kleines bisschen die Überschneidung mit dem Discovery 5. Also das Fahrzeug fährt sich so, es verarbeitet eigentlich alles und auch die elektronischen Helferlines fürs Gelände wie der Discovery 4. Und das konkurriert jetzt ein kleines bisschen mit dem Discovery 5. Toll. Also wenn ich jetzt einen VW-Bus hätte, Thema Zuglast, Thema die Geländegängigkeit und so, dann die Größe, also es ist schon riesig. Das ist schon eine echte Alternative. Gut, der VW-Bus ein bisschen höher vom Durchladen her, aber ist ja ein Riesenwurf, oder? Von Land Rover. Ja, absolut. Okay, super. Steig mal aus, bitte. Dann mal die Abmoderation. Ich zeige noch mal ganz kurz hier die Seitentür. Und ja, falls Sie Interesse haben, die Firma Sorg in Fulda, die hat das Auto hier da. Ihr habt einen zugelassen? Wir haben einen Vorführwagen zugelassen, da kann man jederzeit wirklich mal testen. Das ist so. Das heißt, am besten vorher anrufen, oder? Am besten einen Termin machen mit mir oder mit meinem Team und dann geht's los. Super. Ja, dein voller Name? Benjamin Schrimpf, ich bin der Verkaufsleiter bei Sorg Premium Cars. Ihr habt aber nicht nur Land Rover, ihr habt auch Jaguar im Programm? Wir haben Jaguar und Land Rover im Programm seit 1999, jawohl. Da hat sich ja auch viel getan, aber die Leute, die das jetzt machen, können es? Ja, also wir gehören ja zum indischen Tata-Konzern und es hat sich auch bei Jaguar unglaublich viel getan in der Produktpalette. Ja, deine Rufnummer bitte? Die 0661 49 50 851. Noch einmal? 0661 49 50 851. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Danke, tschüss.